Es sollen die schönsten Wochen des Jahres werden, doch kann man sich die überhaupt noch leisten? Teuer, alles teuer. Man muss halt ein bisschen vorher buchen. Sonst, wenn man auf die letzte Minute, wird es teuer. Dann will man sich auch was gönnen. Und dann lieber kürzer, aber trotzdem nicht weniger schön. Man denkt schon zweimal darüber nach. Also ob man jetzt vielleicht ein 4-Sterne-Hotel nimmt anstatt ein 5-Sterne-Hotel oder All-Inclusive oder doch lieber Halbpension. Es kann schon sein, dass ich weniger in Urlaub fahre, ja. Oh, gar nicht so einfach. Ja, wir sind am Gucken, es ist deutlich teurer geworden, haben wir auch gemerkt. Aber nach der langen Pandemie oder noch während möchten wir auch ehrlich gesagt wieder weg. Dass Reisen teurer geworden ist, bestätigt uns auch Christina Thiessen, Reisebüroleiterin in Frankfurt. Also es ist generell die Pauschalreise schon teurer geworden. Also Mietwagen exorbitant, also das ist wirklich sehr, sehr krass zu spüren. Ist auch egal wo, ob in Europa oder auch in den USA zum Beispiel. Angesagt ist jetzt, die Tipps und Tricks zu kennen, damit man auch mit schmalerem Geldbeutel an den Strand kommt. Die Kunden sind schon sehr preissensibel. Sie wissen dennoch, dass die Preise nicht mehr so sind wie während der Pandemie oder sogar vor der Pandemie. Man muss einfach schauen, an welchen Schräubchen man stellt, damit der Wunschurlaub dann zustande kommt. Gerade die Mietwagenpreise sind regelrecht explodiert, wenn man überhaupt einen bekommt. Schuld ist Corona. Es gibt noch nicht wieder genug Fahrzeuge. Doch was tun? Da muss man halt überlegen, ob man vielleicht das Auto nicht für den ganzen Urlaub bucht, sondern nur für eine Woche während eines 2-wöchigen Urlaubs zum Beispiel. Überhaupt, bei der Urlaubslänge kann schon gespart werden. Und dann prüft man einfach, ob man vielleicht anstatt 14 Tagen 12 Tage Urlaub bucht oder 10 Nächte. Ob man vielleicht einen anderen Abflughafen wählt, wo dann der Flugpreis ein anderer ist, weil es vielleicht kein Ferientermin ist. Doch Möglichkeiten, die Familienkasse zu schonen, gibt's viele. Man schaut, muss es ein Hotel sein direkt am Meer oder sind 200-300 Meter zum Meer auch noch in Ordnung? Apropos Meer, es muss ja auch nicht immer das Mittelmeer sein. Auf den Kanarischen Inseln sind oft die Preise im Sommer niedriger, obwohl der Flug länger ist. Es gibt zum Beispiel auch Fernreisen, die im Sommer sehr attraktiv sind vom Preis. Mauritius zum Beispiel. Das ist super preisinteressant. Dort ist zwar in unserem Sommer-Winter, aber immer noch super warm und oft billiger als ein Griechenland-Urlaub, sagt Christina Thiessen. Und auch beim Buchen mit Handy-Apps kann bares Geld gespart werden. Ich habe hier mal eine Beispielreise vorbereitet. Und zwar im Buchungsportal, wenn ich in der ersten Julihälfte 2 Wochen Mallorca, Cala Radiata, kleine Familie, 2 Erwachsene, ein Kind. Da kostet mich das erste Hotel in der Liste 2.529 €. Wenn ich dasselbe Hotel im Buchungsportal in der Buchungs-App mir anschaue, kostet es nur 2.238, knapp 300 € weniger. Und das zieht sich im Prinzip bei jedem Hotel hier durch. 150, 200 € kann man sparen, wenn man es übers Handy bucht. Hier ist noch ein schönes Beispiel. Dieses Hotel kostet 3.479 € im Buchungsportal über den Rechner, über den PC. Und wenn ich es in der Buchungs-App buche, 3.150, sogar mehr als 300 € günstiger. Ein Vorteil für mobile Nutzer? Wir fragen Sonja Gettert von der Verbraucherzentrale. Es ist möglich, dass mit einem mobilen Endgerät, also mit einem Smartphone oder mit einem Tablet, andere Preise angezeigt werden als mit einem stationären Computer. Dass tatsächlich gemutmaßt wird, dass wenn jemand mit einem mobilen Endgerät im Internet unterwegs ist, ein größerer Zeitdruck ist und die Entscheidungen nicht so lange überdacht werden, das kann sein, das ist möglich. Unser Fazit: Trotz gestiegener Preise muss die Urlaubsreise dieses Jahr nicht ausfallen, wenn man denn die richtigen Tricks kennt.